Juste une catastrophe, quoi. Pour moi, c'est inconcevable. Je pense que pour plein de grimpeurs, ça va être inconcevable. Breaking News aus Frankreich. Seus ist bedroht. Das weltberühmte Sportklettergebiet könnte schon bald nicht mehr so aussehen, wie wir es alle kennen. Das verrät diese Machbarkeitsstudie, die wir uns besorgen konnten. Die Empörung in der Kletterszene ist groß. Wenn es dann gesperrt ist, dann ist es quasi für immer verloren, dieses Klettergebiet. Herzlich willkommen zu Beta, präsentiert wie immer von Bächli Bergsport und Mammut. Die Europäische Weltraumorganisation ESA plant einen riesigen Forschungsstandort ausgerechnet auf dem Plateau von Seus. Wir haben die Machbarkeitsstudie sorgfältig studiert, um herauszufinden, was sind die Konsequenzen für das Sportklettern. So viel vorweg, einmal mehr wird ein Klettergebiet Opfer einer Sperrung werden. Doch auch der Widerstand formiert sich. Lokale Kletterer haben eine Petition gegen das Vorhaben der ESA gestartet. Sie werden unterstützt, auch von Alex Megos und Cédric Lascha. Wir sprechen mit beiden. C'est tout, quoi. C'est l'escalade, c'est Seus, quoi. C'est le spot mondial. Du coup, voilà, c'est... Nepal erlässt für die anstehende Everest-Saison neue Regeln, ja man muss sagen neue Zensuren. Geht es nach dem Tourismusministerium, dürfen in Zukunft Bilder wie dieses, welche den Everest-Tourismus in ein schlechtes Licht rücken, nicht mehr publiziert oder geteilt werden in sozialen Medien. Wir schauen uns diese Regeln genauer an und fragen uns vor allem, wohin soll das Ganze führen. Zuerst aber wie immer zu den Kurznews. Der junge Schweizer Boulderer Giuliano Gammeroni hat es wieder mal auf die ganz großen und spektakulären Linien abgesehen. Er holt sich die Erstbegehung einer weiteren äußerst eindrücklichen Linie. Crystal Ship bewertet mit 8C in Cresciano. Auch die alten Semester liefern ab. Wenige Tage nach der Erstbegehung der Route Gran Guggenheim legt der 44-jährige Ikapu einen drauf und klettert die noch schwierigere Ausstiegsvariante Guggenhell mitsamt Figure of 4. Bewertungsvorschlag 9A+/9B. Die größte Bombe platzen ließ aber der nochmals 8 Jahre ältere Alfredo Weber. Im Alter von 52 Jahren gelingt dem Italiener eine der schwierigsten Free-Solo-Begehungen, die es je gab. Seilfrei durchstieg er die Route Panem et Circenses im Grad 8C. 8C Free Solo, ich kann mir das fast nicht vorstellen. Ja, das ist schwierig einzuordnen. So den einzigen Bezug zu einer Free-Solo-Route oder Free-Solo-Begehung habe ich in Excalibur, einer Route an den Wendenstöcken. Vom Schwierigkeitsgrad relativ einfach, 6B+, aber halt psychisch anspruchsvoll, weite Hakenabstände, schmierige Tritte, kleine Griffe und sowas dann noch ohne Seil zu klettern, das war für mich damals schon sehr unvorstellbar. Das hat ja Uli Steck gemacht. Jetzt aber 8C Free-Solo, krass. Das ist definitiv eine, 2, 3 Schuhgrößen größer, Schuhnummern größer. Wir haben Alfredo Weber daher gefragt, wie ist seine Free-Solo-Begehung einzuordnen und war das überhaupt einigermaßen sicher, das Ganze? Er hat uns geantwortet, ich würde nicht sagen, dass es gefährlich war, aber sicherlich potenziell riskant. Der Vorteil bei dieser Route ist, dass der Fels sehr solide ist, darum hat man auch großes Vertrauen in die Griffe und Tritte. Außerdem hat es in der Route keine dynamischen Züge. Ich will aber betonen, dass meine Free-Solo-Begehung nicht mit den Free-Solo-Begehungen von Beat Kammerland und Mordillo 8A+, oder jener von Alex Huber, Kommunist 8B+, verglichen werden sollte. Beide Routen sind viel gefährlicher einzustufen. Das komplette und detaillierte Interview mit Alfredo Weber findet ihr übrigens demnächst auf lacrux.com. Wenden wir uns nun Seus zu, dem Sorgenkind dieser Sendung, muss man leider sagen. Vor einer Woche ist eben diese Machbarkeitsstudie in die Hände der französischen Zeitung Le Dauphiné gelangt. Die haben darauf einen Artikel publiziert mit dem Titel L'avenir de Seus sur la table. Und zwar soll ein riesiger Forschungsstandort der Europäischen Weltraumorganisation auf dem Plateau von Seus gebaut werden. Ja, dank Le Dauphiné sind wir an diese Studie eben gekommen und sind gelinde gesagt schockiert darüber, was denn die Weltraumforscher so alles vorhaben mit Seus. Wir fassen zusammen. So sieht das Plateau von Seus heute aus und so sollte es gemäß einer Visualisierung der ESA im Jahr 2030 aussehen. Ein riesiger Forschungsstandort für solare Zukunftsforschung soll auf dem Plateau gebaut werden. Kostenpunkt 14,4 Milliarden Euro.
About 14.4 billion euro. This is really a huge amount. Mit dem Forschungsprogramm namens ESOLEX will die ESA bislang ungeklärten Fragen zur Sonne nachgehen, etwa wie lange die Sonne noch brennen wird oder in welchem Maße sie für den Klimawandel zuständig ist. Auf dem Plateau sollen dazu 6 Megateleskope gebaut werden, die analog den Sonnenblumen den ganzen Tag dem Verlauf der Sonne folgen. Auch geplant ist ein Besucherzentrum und ein großes Museum, in welchem die Forschung der Öffentlichkeit nähergebracht werden soll. To make all what we are doing in ESA, to put it into a narrative. And this because it's important to talk to people, to citizens, also to the ministers, that they understand what we are doing. – 2025 soll bereits Baustart sein. Das ikonische Plateau von Zeus, es wird nie mehr dasselbe sein. Das ist dicke Post. Die Empörung über diese ESA-Pläne ist natürlich groß. Dazu kommen wir gleich nachher. Zuerst aber einmal die Frage an dich, Dominik, als studierten Geologen. Worum geht es denn bei diesem Forschungsvorhaben jetzt genau? Du hast die Studie ein bisschen detaillierter angeschaut. Ja, es steht alles da drin in diesem Dokument namens ESOLEX 2030. ESOLEX, das steht für European Solar Extinction Program und da steckt im Namen schon drin, worum es im Kern eigentlich geht. Und zwar will die ESA herausfinden, wie lange die Sonne effektiv noch leuchten wird, ehe sie erlischt. Man kennt diese Zahl bislang ungefähr. Sie wird auf 4,5 Milliarden Jahre geschätzt, aber so genau weiß man das nicht. Die Lebensdauer will die ESA nun ganz genau, präzise bis auf 10.000 Jahre festlegen. Man könnte eigentlich sagen, ja, was soll das bringen? Das ist ein Zeithorizont, der uns Menschen überdauert. Aber das Programm ist eben groß angelegt, es hat verschiedene Schwerpunkte und Richtungen und es geht natürlich auch um den Klimawandel, wie fast überall in der Forschung heutzutage. Man will die Sonnenzyklen besser verstehen, diese sogenannten Milankovitch-Zyklen und damit auch besser verstehen, wie sehr ist denn der Klimawandel effektiv menschengemacht und wie sehr ist er natürlich. Das Plateau von Zeus wird ab 2030 definitiv nicht mehr so aussehen, wie wir es eben kennen, insbesondere weil es eben nicht nur bei diesen paar Bauwerken bleiben soll. Das Areal soll von einer weitläufigen Sperrzone umgeben werden, wie wir es von Flughäfen kennen. Die große Frage, die sich natürlich stellt, ja, wie stark ist jetzt das Klettern betroffen von einer Sperrzone, von diesem Forschungsstandort, Dominik? Das war natürlich unser Hauptanliegen, das herauszufinden. Zuerst einmal muss man sagen, das Plateau von Zeus, das Erscheinungsbild wird sich so oder so verändern. Es ist ja jetzt wirklich ein schöner, abgeschiedener Ort, weg von der Zivilisation. Und wenn jetzt diese Megateleskope hinkommen, dann kriegt das definitiv so einen futuristischer Star Wars Touch, der vielen wahrscheinlich nicht gefallen wird. Sicher sind die Sektoren Natilik, Nizapa, Grand'Fas und Bibendum wohl betroffen. Die werden höchstwahrscheinlich gesperrt, weil es heißt da in der Machbarkeitsstudie, dass die Sperrzone auch über den Felsriegel hinausgeht. Was wir hingegen nicht sagen können, ist jetzt, ob die weiter entfernten Sektoren auch tangiert sein werden. Das kann man jetzt nicht sagen, wobei, du hast es ja gesagt, die Abstandsregeln, die sind groß wie bei einem Flughafen, also man muss damit rechnen, dass auch dort Einschränkungen zu befürchten sind. Für die Teleskope, die da zum Einsatz kommen, muss eben der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen stimmen. Am Äquator ist er viel zu steil und an den Polen viel zu flach. Und in den mittleren Breitengraden, wie zum Beispiel in Frankreich, ist eben der Einfallswinkel ideal. Ja, es wurden auch noch andere Standorte diskutiert, in der Ukraine und in Spanien, die auch in mittleren Breiten liegen. Aber die Entscheidung fiel letztlich klar für Frankreich, wohl nicht deshalb zuletzt, weil Frankreich eine der stärksten ESA-Nationen ist. Der Hauptsitz der ESA, der befindet sich bereits in Paris. Und die Grande Nation erhofft sich natürlich auch großes wissenschaftliches Prestige dieses Projekts. Wir haben die wichtigsten Punkte für euch nochmals auf LACROX zusammengefasst. L'escalade à Céus, c'est simplement la référence au monde, quoi. Céus, y a rien de mieux. Et en gros, ils veulent plus qu'on grimpe là. En gros, l'escalade, c'est Céus et ils veulent qu'on grimpe plus là. C'est juste une catastrophe, quoi. Pour moi, c'est inconcevable. Je pense que pour plein de grimpeurs, ça va être inconcevable. C'est juste pas possible, quoi. C'est inimaginable.
Klare Worte von Cédric Lascher zu diesem Vorhaben, die er da findet. Bereits regt sich jetzt, zum Glück muss man sagen, Widerstand im Netz von lokalen Kletterern, nämlich die haben eine Petition gestartet auf save-seus.com. Ihr könnt da nochmals alles genau nachlesen, da gibt es eine Q&A und ja, wir hoffen natürlich auch, dass ihr die Petition mit unterzeichnet, um natürlich unserer Community ein bisschen Gehör zu verschaffen. Hilfreich ist auf jeden Fall die prominente Unterstützung, die wir ja bereits angetönt haben. Alex Megos macht sich stark. Er hat ja mit Bibliografie die zweite 9C-Route der Welt in Seus erst begangen. Er hatte einen speziellen Bezug dazu. Wir haben ihn gefragt, wie hat er diese News aufgenommen? Also für mich natürlich mit einigen Erstbegehungen in Seus und mit meiner Highlight-Route wäre das natürlich der absolute Super-GAU, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich will natürlich auch, dass jemand Bibliografie wiederholt. Ich habe auch noch weitere Projekte in Seus, die ich gerne noch verwirklichen würde in den nächsten Jahren. Und ich habe jetzt keine große Lust, mich da jetzt beeilen zu müssen, damit es in den nächsten paar Jahren hinhaut, weil wenn es dann gesperrt ist, dann ja, ist es quasi für immer verloren, dieses Klettergebiet. Das ist ja letztendlich auch so wie die Grampians jetzt im Moment, die auch gesperrt wurden. Und das ist eigentlich ein ziemlicher Verlust für die ganze Kletter-Community. Was muss jetzt geschehen? Also was kann die Kletter-Community machen? Es gibt ja eine Webseite, saveseus.org. Da kann man eine Petition unterschreiben, die dann hoffentlich das Klettern wieder ermöglichen wird dort oder zumindest nur teilweise einschränken wird. Und ich denke, das ist auf jeden Fall das, was die Kletter-Community im Moment tun kann. Sicher ist wieder nur eine Petition, die man unterschreibt, aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Nun geht es bei diesem Forschungsprojekt ja durchaus auch um wichtige Fragen zur Zukunft unserer Erde. Muss das Klettern da zum Wohle der Wissenschaft, der Menschheit jetzt einfach ein bisschen weichen? Auch das haben wir Alexander Megos gefragt. Also generell Solarforschung ist wahrscheinlich keine schlechte Sache, zumal wir auch in Zukunft deutlich mehr auf erneuerbare Energien umsteigen sollten oder müssen, wenn wir unseren Planeten retten wollen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass so eine Forschungsstation und das Klettern eigentlich sich nicht gegenseitig tangieren und beides möglich sein sollte, weil das Plateau oben auf Seus ist ja doch wirklich eigentlich abgeschottet vom ganzen Rest. Und wenn man unten dann das Klettern erlaubt, dann sehe ich nicht, wieso das ein Problem darstellen sollte für das Forschungsinstitut dort oben. Nun zum letzten Thema der heutigen Sendung. Aus Nepal erreichen uns nicht minder kontroverse Nachrichten, nämlich für die kommende Everest-Saison gelten neue Regeln. Dieses Bild ging 2019 um die Welt. Eine Schlange von Bergsteigern auf dem Weg zum Everest-Gipfel. Alle wollen zuoberst stehen, es scheint aber weder vorwärts noch rückwärts zu gehen, Stau. Solche Bilder will das Tourismusministerium Nepals nicht mehr sehen. Per 2021 gelten schärfere Regeln. Neu darf man nur noch Bilder von sich selber oder der eigenen Gruppe machen. Wer aber fremde Bergsteiger fotografiert und die Bilder verbreitet, der muss mit Konsequenzen rechnen. Wir respektieren die persönliche Freiheit der Kletterer, aber das bedeutet nicht, dass sie ohne Zustimmung Bilder und Videos von anderen posten können, lässt das Tourismusministerium verlauten. Außerdem ist es verboten, Bilder oder Videos von Lawinen oder Leichen am Berg zu verbreiten. Also, dass es verboten sein soll, Bilder von Leichen zu verbreiten, das verstehe ich ja absolut, das wollen wir alle ja gar nicht sehen, aber der Rest klingt irgendwie wie ein Joke, oder? Ja, allerdings, es ist aber kein Scherz, Nepal meint es ernst. Wie sie dieses Gesetz durchsetzen wollen, das sei mal dahingestellt. Es ist allerdings ein Feigenblatt. Nepal verspricht ja schon seit Jahren, dass man den Tourismus am Everest verbessern will, in dem Sinne, dass der Berg weniger überrannt werden soll, dass weniger Abfall zurückbleiben soll. Und jetzt kommen sie mit so einem Gesetz, das ja nichts an dem verbessert, sondern einfach den Fokus davon weglenkt. Aber es ist ja schon ein Witz, jetzt sogar Lawinen sollen nicht gezeigt werden dürfen. Ich meine, die gehören zum Berg, zu den objektiven Gefahren, zum Alpinismus. Also irgendwie will das Tourismusdepartement jetzt ein Bild zeichnen vom Alpinismus am Everest, das gar nicht der Realität entspricht, oder? Ja, das definitiv. Also mit der Realität soll es nicht mehr zu tun haben. Also darf man den Everest nicht mehr zeigen, wenn er überrannt ist und so weiter. Und das ist ja die Realität. Aber wieso jetzt auch Lawinen da nicht reingehören, ist mir ein Rätsel.
Today we're expecting sunny skies. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig, als die Sendung mit gemischten Gefühlen zu beenden, mit diesen ja doch turbulenten und schlechten News. Wir haben uns daher gefragt, wie können wir die Stimmung zum Ende der Sendung ein bisschen anheben, und da kam uns in den Sinn, ja, machen wir doch wieder mal eine Verlosung, oder Dominik? Genau. Ihr kennt es, wenn wir etwas verlosen, dann natürlich mit einer Herausforderung für euch. Und zwar suchen wir wieder die klügste, originellste und lustigste Antwort. Wir fragen euch zu diesem Bild, was sagt der Bergsteiger A zum Bergsteiger B oder umgekehrt? Schreibt eure Ideen in die Kommentare. Zu gewinnen gibt es bei dieser Verlosung ein Starterpaket, nicht nur eine Creme, des Herstellers Manox aus Österreich. Dieses gesamte Starterpaket geht an den oder die Gewinnerin der heutigen Verlosung. Und an dieser Stelle möchten wir ein ganz herzliches Dankeschön an Reto Künzi geben. Er ist der Gewinner der letzten Verlosung bei der Massage Gun. Reto ist selber Weinhändler und hat uns gleich prompt als Dankeschön zurück eine edle Flasche Champagner geschickt. Voilà. Und ich würde sagen, wir haben das angekündigt, wir trinken die jetzt in der Sendung. Luca, komm auch. Ja, damit sind wir am Schluss der heutigen Sendung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie immer, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Wir sagen zum Wohl. Ey, schieß ich keins von meinem Mikrofon an, gell? Ich denke, du redest du länger. Ich soll noch was sagen, ich weiß nicht was. In my head I got explosions.